Hallo zusammen, ich bin Sarah von Zürichplausch. Heute starten wir eine neue Videoreihe in Kooperation mit Soil to Soul. Gemeinsam stellen wir euch ausgewählte Restaurants vor, die in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit einen Schritt weitergehen und somit neue Maßstäbe setzen. Hier stehe ich am Rande der ehemaligen zweiten Stadtbefestigung von Zürich. Einzelne Teile waren bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Das Ende der Stadtmauer markiert gleichzeitig den Beginn eines großen gesellschaftlichen Wandels. Und genau die Zeit dient dem Restaurant, das wir euch jetzt vorstellen, als Inspiration. Die Industrialisierung veränderte nämlich nicht zuletzt auch die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Wo einst kleine Produzenten die Hauptrolle spielten, wächst durch den technologischen Fortschritt eine zentrale und lukrative Industrie heran. Nahrungsmittel werden haltbarer, die Zubereitung einfacher und heute ernähren wir uns Jahr ein, Jahr aus von einer Fülle an Lebensmitteln aus aller Welt. Genau das sieht ein junges Team mit seinem Restaurant allerdings als Herausforderung, um dem Ursprung unserer Ernährung in vielerlei Hinsicht wieder mehr Beachtung zu schenken. Die Rede ist vom Restaurant Rechberg 1837. Welche Bedeutung hier die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit haben und wie das Team diese Werte umsetzt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das Baujahr vom Haus dient euch als Inspiration für euer Schaffen und ihr verzichtet komplett auf prozessierte Lebensmittel und Hilfsmittel. Ich stelle mir das mega aufwendig vor. Was steckt da für eine Faszination oder Motivation dahinter? Anstrengend ist es hoffentlich nicht, aber kommt ab und zu auch vor natürlich, vor allem wenn etwas nicht klappt. Das ist schon auf jeden Fall mit Aufwand verbunden, wo wir aber bewusst betreiben. Und das Verarbeiten von Lebensmitteln, gerade im Ganzheitlichen, ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, als wenn man schon portionierte, vorgefertigte, prozessierte Lebensmittel einkauft. Gleichzeitig gibt es uns so eine Position, dass wir wirklich zu 100% wissen, was wir servieren. Und jedes Item, das schlussendlich auf dem Teller angerichtet wird, wirklich vertreten können und wissen, was drin steckt. Weil so schreiben wir eigentlich unser Menü schreiben, unsere Gerichte kreieren, indem wir unsere Partner, das Gutrina, Slow Grow, Glauser Forellen, fragen, was gibt es, wo wir verarbeiten können. Was macht Sinn? Was sollen wir jetzt auf die Karte nehmen? Ein bisschen wie daheim, wenn man den Kühlschrank aufmacht und schaut, was drin ist, schauen wir, was auf dem Feld, in den Teichflüssen oder in den Ställen ist und was man brauchen soll. Und probieren das dann in einem Rahmen zu bieten, wo unseren Gästen vielleicht noch nicht ganz so bewusst war, dass man mit Wurzelgemüse auch Dessert machen kann. Zum Beispiel nennen, Pastinaken, Sellerie als Glacé oder als Creme verarbeiten. Wenn man Gemüse karamellisiert, wenn man Sachen einlegt, Auszüge davon macht, gibt es ein anderes Produkt, einen anderen Kontext, als man es kennt. Und das insgeheim schon eine Exotik kann bringen. Zeit, sich das Ganze mal aus der Nähe anzuschauen. Das eine ist eine Randensuppe mit saurem Nidel, die man selber ansetzt. Roggen, also so ein bisschen frittierte Polenta und geröstete Körner. Zuckerhut und Klatschmohn. Auch ganz spannende Pflanzen, nicht nur zum Essen, sondern auch im Anbau. Und ein Wirtsköpfchen, das wir gefüllt haben mit Buchweizen. Das ist so ein bisschen Capunz inspiriert, hat auch so ein Knöpfchen-ähnlichen Teig auf Buchweizen aufgebaut. Dazu gibt es Lauch als geräuchertes Püree mit Arvenholz geräuchert, Soße aus Lauch, Öl und Pulver, das wir alles aus Lauch gemacht haben. Gibt es ein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit? Das gibt es tatsächlich. Es gibt auch eine lustige Geschichte diesbezüglich. Und zwar, ich habe sehr, sehr gerne Hülsenfrüchte. Jetzt noch mehr, umso mehr ich darüber weiss. Es ist in der Landwirtschaft, in der Bodenbearbeitung, sind Leguminosen mega spannend und andere Hülsenfrüchte. In der Ernährung ist es etwas mega Spannendes und es ist mega fein. Und meine Mami hatte so einen Linseneintopf immer wieder gekocht, den ich so gerne hatte, als Bub schon.
Und vor ein paar Jahren habe ich sie mal gefragt, ja, ich habe das probiert nachzukochen und es hat nie gleich geschmeckt. Es ist immer, und ich habe Beluga-Linsen oder braune Linsen, ich habe einfach alles ausprobiert und irgendwie hat es nicht geschmeckt. Ich habe gefragt, Mami, wie hast du das gekocht, oder? Wie hast du das? Und sie hat mega lachen, weil sie hat gesagt, das habe ich immer für euch gekocht, wenn ich einfach am wenigsten Zeit hatte, um für euch zu kochen. Und das sind einfach Dosenlinsen. Und seitdem bin ich auch relativ zufrieden mit meinem Linseneintopf. Ich hole den nicht aus der Dose, aber ja, ich habe es noch lustig. Ja. Durch das, dass wir ja 2 Teile haben in der Küche, den heißen Teil, wo wir hier am Kochen sind, und den kalten Teil, also, wo sich ein mehr um Dessert und Vorspeisen kümmert, haben sie da wahrscheinlich mal baulich ein Loch gemacht, wo wir Gotthard getauft haben, oder? Weil es halt vom einen Teil der Küche in die andere geht. Und auch ein bisschen sinnbildlich ein bisschen für das Röstigraben-Ding, das wir in der Schweiz haben. Durch die tragende Wand, die da ist, kann man nur durch den Gotthard miteinander kommunizieren. Und dass das Ganze unter einem guten Stern steht, haben wir gedacht, dass wir das Bäseli hier aufhängen, das halt eben den Fluss bereinigen soll von negativen behafteten Eindrücken. Das ist unser Gewürzschrank. Wir haben vorher darüber geredet, exotische Gewürze gibt es bei uns nicht. Wenn, dann sind es Sachen, die hier gewachsen sind. Kümmel, Fenchel, Senf, das ist eigentlich so ein bisschen das. Das sind jetzt zum Beispiel Federkohlstiele. Oder? Beim Federkohl bleiben oft sehr oft Stiele übrig. Die salzen wir einsalzen und 6 Monate liegen lassen und eigentlich anaerob fermentieren lassen. Dann räuchern wir die stark räuchern, trocknen und pulverisieren und kriegen dann ein Pulver, das ja, so ein bisschen leicht fischig, aber doch sehr stark geräucht schmeckt und ein wunderbares Gewürz ist, das man in Soßen, Marinaden oder Suppen einsetzen kann und einen einzigartigen Geschmack bietet, wo so natürlich nicht vergleichen kannst. Gerade ein bisschen Richtung Nori. Und zuletzt natürlich Kabis und Randen, fast Lieblingsgemüse im Rechberg, oder das Randenpulver. Das sieht so schön aus, es ist ein Farbpigment, oder? Das kannst du fast zum Malen brauchen. Und beim Kabis kommt nachher natürlich noch der reaktive Teil dazu, weil je nachdem, ob es in einer sauren oder einer salzigen Umgebung verarbeitet wird, das Pulver, wird es blau oder violett. Und das ist natürlich auch ein mega lässiger Effekt. Ja. Als wir angefangen haben, sind wir ja direkt aus einem Zwischennutzungsprojekt gekommen, ein bisschen außerhalb der Stadt, wo uns als Spielwiese gedient hat. Und das ist ein Geist, den wir im Rechberg beibehalten haben. Wir haben nicht gewusst oder gedacht, dass wir als Fine Dining Lokal irgendwann dastehen werden. Am Anfang haben wir à la carte serviert. Und mittlerweile ist es ein Menü. Es ist immer ein stetiger Prozess, der hier stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist ein grosser Meilenstein für mich, dass wir das nach wie vor beibehalten haben und dass wir jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo wir das Spielfeld, den Spielplatz auch ein grosses Stück eigentlich in jüngere Hände geben können. Die Lara und der Andi, die sehr viel Verantwortung übernehmen im Service wie auch in der Küche und die auch bekommen, ist etwas, was wir immer haben wollen. Der Rechberg hätte immer ein experimenteller Spielplatz sein für alle, die involviert sind und wollen und können mitmachen. Zum anderen natürlich auch die finanzielle Unabhängigkeit, dass wir nicht irgendwie unter dem Schirm von Sponsoren oder Gönnern stehen, dass wir immer unsere Entscheidungen, unsere Strategien verfolgen können, ist etwas, was seit Anfang an auch sehr wichtig ist, wo wir gesagt haben, wir wollen kompromisslos das machen, was wir wollen. Ich darf da für alle reden, wenn ich sage, dass wir alle stolz sind auf das, weil es wirklich uns die Freiheit gibt, wo wir auch als Stück von unserem Lohn anschauen. Hallo! Hoi! Na, was bist du am machen? Ja, ich bin im Rhabarber schneiden. Die haben wir eingelegt. Ich möchte einen neuen Test für ein neues Dessert. Also mal schauen, woher das führt und was das wird. Genau. Sehr cool. Der Carlos hat uns ja schon ein bisschen erzählt über euch, welche Werte ihr habt. Was schätzt du besonders an deiner Arbeit im Rechberg? Für mich ist der Rechberg schon halt das Familiäre.
Also man kennt sich, man ist freundlich, man sagt immer Hoi, man sagt Ciao, man ist sehr offen miteinander. Und auch die Werte, die wir arbeiten, mit den Produzenten, mit dem Produkt. Und das ist ein grosser, ehrlicher Teil, wo mir persönlich sehr wichtig ist. Ich kaufe nur ganze Tiere. Ich meine, das fängt beim Fisch an, das ist jetzt nicht wirklich speziell, dass man ganzen Fisch kauft. Man kauft aber nur ganze Schweine, ganze Rehe und ganze Kühe. Wie gerade aktuell haben wir eine 11-jährige Ehringer Kuh gekauft vom Gut Rheinau. Ja, die Kuh hat 11 Jahre gelebt, hat jetzt dürfen gehen. Und wir haben auch dort das ganze Tier gekauft. Ausnahmsweise nicht selber auseinandergenommen, weil es hier ein bisschen gross ist. Aber alles, was kleiner ist, tun wir auch selber auseinander. Der direkte Bezug von den Lebensmitteln ist natürlich nur eins, auch der Umgang intern mit diesen Produkten, mit den Mitwirkenden, wo ein Produkt an den Tisch bringt, wo natürlich in der Wahrnehmung das eine für den Gast darstellt, was er in dem Moment gerade konsumiert, aber auf einer gesunden Wertschöpfungskette basiert, wo wir sehr stolz darauf sind und auch immer wieder daran arbeiten und das auch als Inspirationsquelle brauchen. Michaela, die Küchenchefin aus dem zweiten Lokal am Rang, hat das auch sehr schön mal als Feel Food beschrieben und das ist ein Begriff, wo wir auch sehr gerne damit arbeiten, nämlich, dass sich alle in dieser Wertschöpfungskette halt wirklich gut fühlen. Vom Produzenten, der die Lebensmittel und Produzentinnen, die die Lebensmittel auf dem Feld aufziehen oder im Stall aufziehen, zu den Mitwirkenden, die die Produkte verarbeiten, zu den Glasbläsern und Keramikerinnen, die die Gläser, Teller und auch das Besteck herstellen. Also das Besteck ist in Affoltern gemacht worden, Teller gerade hier um die Ecke am Hottingerplatz. All das führt nachher schlussendlich zu dem Endprodukt, das der Gast zu einem Teil auf einem Teller wahrnimmt. Und alle in dieser Linie sollen sich gut fühlen. Jetzt bin ich gerade den Tisch am Eindecken für den Service, dass wir möglichst alles schon parat haben und nicht noch müssen pressieren, bis die ersten Gäste kommen. Genau. Was schätzt du an deiner Arbeit im Rechberg? Ganz viele Sachen eigentlich, aber ich glaube, als allermeistens oder als Hauptbestandteil von hier ist es wirklich, dass alle Leute mit Liebe und Seele dabei sind. Und ich liebe das, was ich mache, über alles und das kann ich hier richtig ausleben und mit einem grossartigen Team unsere Gäste auf irgendwie etwas Neues, eine neue Reise mitnehmen und das ist das Allergrößte für mich. Was nimmt der Gast mit, wenn er zu euch ins Rechberg kommt? Grundsätzlich wollen wir, dass jeder, der bei uns reinkommt, ein bisschen glücklicher oder ein bisschen zufriedener wieder rausläuft. Das Gesamterlebnis steht natürlich im Zentrum. Es ist nicht nur die Küche, es ist auch das Ambiente, der Service, wo sehr viel dazu beitragen. Von der Küchenseite aus wollen wir auf jeden Fall, dass der Gast ein Erlebnis mitnimmt, das so nicht vergleichbar ist. Dass die Küche, die wir bieten, auch eine Inspirationsquelle kann sein für wie gehe ich mit diesen Produkten um, die ich unmittelbar in der Nähe zur Verfügung habe. Und ein bisschen etwas mit heimnimmt, das man nachher auch selber anwenden kann. Weil technisch ist es sehr aufwendig, was wir machen, aber grundsätzlich machbar daheim. Wir haben vielleicht die eine oder andere fancy Maschine, die eine Investition wäre, wenn man die jetzt daheim würde haben. Aber grundsätzlich ist es ehrliches Kochhandwerk, das wir hier machen, betreiben. Und das soll zu einem Produkt führen, das in allererster Linie natürlich gesund ist, aber auch fein, spannend und inspirierend für den Gast.